Auch Sie stehen kurz vor der Entscheidung, ein neues Reisemobil zu kaufen und haben nun die Qual der Wahl, welcher Triebkopf ist für Sie genau das Richtige? Mercedes-Benz oder vielleicht Fiat? Welches Fahrzeug hier die bessere Wahl ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Was testen wir heute? Wir werden einen Fahrwerkstest machen, dann werden wir einen Geräuschstest machen, Assistenzsysteme und natürlich Wendekreis. Jetzt hier bei der Autobahnfahrt mit dem C-Line T5.0. Wir haben konstant 91 Stundenkilometer mit dem Tempomaten angelegt, also eine richtig schöne Reisegeschwindigkeit der gemütlicheren Art für so ein Reisemobil. Muss ich sagen, läuft er eigentlich sehr ruhig. Windgeräusche halten sich in Grenzen, also man hört jetzt hier jetzt nicht großartig, dass jetzt Windgeräusche vom Dach her kommen. Der hat diese Skyview-Variante halt drin, die ich ja auch immer mit bestellen würde. Von daher, da merke ich eigentlich gar nichts von, dass das verbaut ist. So, jetzt gehen wir noch mal hier mit dem Carthago Fiat Triebkopf auf den Handlingskurs. Mal, wie jetzt hier so vom Fahrkomfort, vom Einlenkverhalten sich so ein Auto verhält, was der Möbelbau hinten drin macht. Wir bleiben auch schön hier auf der Asphaltstrecke. Und hier merkt man natürlich ganz klar, ne, schön Alco-Tiefrahmen-Chassis, schöne breite Spur auf der Hinterachse, dass der schon, ich sag mal, satt auf der Straße liegt. Ne? Schwerpunkt niedrig. Das sind also genau die Punkte, die unsere Reisemobile oder die so ein Carthago halt jetzt an der Stelle, ich sag mal, wirklich zu einem Fahrzeug werden lassen, wo man dann, auch wenn es mal Serpentinen runtergeht, wirklich noch mal ein paar Sicherheitsreserven hat. Was jetzt hier wirklich gut zu merken ist tatsächlich mit der breiten Achse, der liegt wirklich wie auf Schienen. Das ist wirklich sensationell. Auch der Möbelbau hier drin, ja, da knistert jetzt nicht viel drin. Ich meine, der nichts knistert, das kann nicht sein, aber da knistert nicht viel hier drin. Klar, das sind ja auch Fliehkräfte, die jetzt hier kommen. Das ist echt alles in allem eine Sache, wo man sagt, ey, ist das ein Reisemobil? Kann ja jetzt nicht sein. Also man sieht, was man hier schon für Schoten beziehen kann, das ist schon klasse. Ja, dann schlage ich vor, fahren wir jetzt mal hier aus dem Handlingskurs raus, warte mal, noch ein bisschen mehr Bahn geben. Dann ziehen wir jetzt mal ins ESP rein. Ja, jetzt regelt ESP mich ein, ich habe Vollgas und kommt nichts an Leistung. Das habe ich ja jetzt auch wirklich herbeigerufen, dem mehr Strecke geben können, aber macht er wirklich super. So, jetzt gehen wir hier mal rein in die 1G-Senke, nennt sich das. Das heißt, hier ist im Asphalt ist ein Loch drin, also so eine Fahrbahnsenke. Und da wird jetzt, das Auto liegt ja jetzt in der Linkskurve rechts schon relativ stark auf der Feder auf und wird dann hier in der 1G-Senke wird das ganze Fahrwerk auf der rechten Seite nochmal komplett komprimiert und auf der linken Seite halt dementsprechend dann entlastet. Fahren wir jetzt mal auf die Schlechtwegepiste. Das heißt, das erste Stück, das ist so die typischen Betonsteinplatten, wie man auf den belgischen Autobahnen so hat. So, Tempomat, 50 Stundenkilometer liegen an. Lass mal schnell gucken. Jetzt kommt der Sägezahn. 81 würde ich sagen. Andere Frequenz nochmal. 82. Und jetzt dazu wieder der normale Asphalt. Ne? Da sieht man mal direkt, wie es leise wird im Auto. Jetzt sind wir bei 62,2 würde ich jetzt mal so sagen. Gut.
Dann machen wir jetzt mal Kopfsteinpflaster. Ja, also es geht gut, auf 80 Dezibel geht es rauf. Es kommen nochmal die Schlaglöcher dazu. Ja, soweit finde ich das ganz interessant. Da macht sich eigentlich sehr gut hier. Was ich sagen muss, das Motörchen hier macht echt einen spritzigen Eindruck. Wir haben die 180 PS hier in dem Fahrzeug verbaut. Natürlich mit der 9G Automatik, mit dem Wandlerautomatikgetriebe. Klar, Fiat 9, neuestes Fahrzeug, neueste Fiat-Generation, die wir hier bewegen. Schon schön mit dem digitalisierten Tacho, dem kompletten Fiat Entertainment-System halt drin, große Navigationssystem, Klimaautomatik. Also wirklich ein sehr schön ausgestattetes Fahrzeug. Die Sitze hier jetzt vom Sitzkomfort finde ich absolut bequem. Die sind von der Polsterung sind die schön straff, ergonomisch geformt hier. Also mein Rücken liegt hier sauber an. Auch mit den Armlehnen kann ich mir bei einer langen Autobahnfahrt eine wirklich sehr Sitzposition, sehr gemütliche Sitzposition schaffen. Ich finde, das Auto also macht einen sehr harmonischen, ausgewogenen Eindruck. Ja. Ja, jetzt sind wir unterwegs mit einem C-Line T 4.9, also ähnlicher Grundriss. Das Ganze verbaut mit einem Mercedes-Benz 170 PS, klar, der meistverkaufte Motor im Mercedes. Und jetzt schlage ich vor, machen wir auch mal direkt gleich eine Geräuschfahrt hier. Ja, Tempomat auf 90 Stundenkilometer angelegt und das ist ja so eine richtig schöne, ich sag jetzt mal Bummel-Autobahngeschwindigkeit, wenn man in Urlaub fährt. Und dann habe ich hier einen Geräuschpegel von gut 67 Dezibel. Ja, jetzt mal hier so auf dem Handlingskurs. Erstmal schön das Auto hier durch die Kurven wedeln lassen. Und von der Lenkung her macht er einen sehr schönen Eindruck. Der lenkt wirklich sehr leicht und direkt ein. So, das vermittelt eigentlich ein sehr sicheres Gefühl. Und auch hier ganz klar direkt zu spüren, der Mercedes-Benz in Kombination mit dem Alco-Chassis ist schon eine super Kombination. Das Auto rollt nicht stark ein. Die Alco-Achse ist ja schön breit gearbeitet. Das Auto liegt wirklich satt auf der Straße. Kommt natürlich noch die Bauart von Carthago dem Ganzen sehr entgegen mit diesem Klimaspeicher Doppelboden, was dann auch den Schwerpunkt sehr nach unten bringt von den Fahrzeugen. Also auch hier bei forscherer Fahrweise folgt er wirklich sehr schön dem Lenkimpuls. Was ich allerdings direkt merke, dass der auf der Vorderachse etwas weicher ist, finde ich jetzt etwas, ich sag mal, komfortabler. Das ist ein rein subjektives Empfinden. Das merke ich aber auch jetzt hier in dem Handlingskurs. Der taucht vorne etwas tiefer ein. Das Auto rollt mehr und man merkt, der ist so eher auf Komfort auf der Vorderachse ausgelegt. Und der Fiat ist dann einen Tacken strammer, was sich natürlich dann im Fahrkomfort wiederum bemerkbar macht. Aber hier im Handlingskurs kam der mir dann schon so vor, als wenn der, wenn man eine schnelle Runde fahren möchte, schneller sein könnte. Jetzt mal mit der Geschwindigkeit deutlich nach oben. Ja, aber auch hier regelt mich ESP die ganze Zeit ein. Also da will die Sicherheit nicht, dass ich jetzt so viel Leistung auf den Boden bringe. Ja, also ich habe jetzt Vollgas und der regelt komplett ein. Ja, aber man merkt, der drängt mehr nach außen. Ne? Also jetzt ist er so. Ja, ist also ganz klar, muss man wirklich sagen. Das Fahrzeug knickt mehr ein und man merkt, da ist halt eben, der Komfort steht hier ganz klar im Vordergrund. Genau, jetzt hier in der Senke, gucken wir mal, was er da macht. Durch die Linkskurve ist das Fahrwerk auf der rechten Seite schön eingefedert. Ja, auch da
merkt man, wenn er in diese Senke hineinfährt, wie der wirklich nochmal richtig nachfedern kann. Also da ist noch richtig nochmal Federmaterial da, wo ich sag mal für den Komfort da ist. Und in dem Augenblick, wo er dann nochmal eingefedert ist, hebt er dann auch vorne links, analog wie der Fiat, hebt das Beinchen halt. Ja. Aber man merkt, da ist nochmal deutlich mehr Federweg, den er dann auch, ich sag mal, umsetzt und versucht dem Fahrkomfort nochmal, hey, da ist noch was, ich kann noch ein bisschen einfedern. Vom Möbelbau kann man natürlich sagen, auch hier genau wie bei dem Fahrzeug, was wir vorher gefahren sind, also dem T5.0 mit dem Fiat-Triebkorb, merkt man, am Möbelbau ändert sich da gar nichts. Das ist nach wie vor verwindungsfrei. Der Möbelbau arbeitet nicht und knarzt nicht. Das Einzige, was man hört in diesen extremen Situationen, ist halt, hier ist ein Tech Tower drin verbaut. Das war in dem Fiat eben auch, dass der Tech Tower verbaut war. Da hört man dann so ein Backblech dann halt drin rappeln. Da müsste man vielleicht mal nachschauen, was da ist. Aber das sind ja auch Dinge, die in einem Wohnmobil auch sein dürfen, weil es ist ja nun mal ein Wohnmobil, fahrende Eigentumswohnung im ständigen Erdbebengebiet. Ne? Jetzt kommt erstmal hier unsere Betonplatte, ne? Die sogenannte belgische Autobahn. Referenzgeschwindigkeit von 50 liegt an. Ja, gut 67. Jetzt kommt der Sägezahn. (79,5, 80). Dann die Ruhephase dann mal nochmal gegenübergestellt, das Referenzwert 61. So, dann gehen wir jetzt mal auf Kopfsteinpflaster. Böses Kopfsteinpflaster, also wirklich böse. Rund und jetzt kommen die Schlaglöcher noch dazu. Die machen es nicht lauter und dann die Referenz auf dem ruhigen Asphalt. 57. Ja, ist schon krass, ne? Diese Kopfsteinpflaster, die haben es echt in sich, wie die so eine Unruhe ins Auto bringen. Alles in allem würde ich von meinem Empfinden jetzt sagen, hat er das ganz gut gemacht hier. Klar, in der Handlingstrecke konnte man wirklich merken, also vom Gefühl her, dass der Fiat da, ich sag jetzt mal, eigentlich mehr sicherer, sportiver unterwegs war, weil er einfach etwas strammer abgestimmt ist auf der Vorderachse. Der Kontrast dazu, der Mercedes-Benz war da viel komfortabler, weicher, rollte etwas mehr ein, ist auch, wie gesagt, auch auf der Vorderachse. Die Achse ist ja die gleiche, da kann ja eigentlich kein Unterschied sein. Und mich würde echt mal interessieren, wie so ein Fahrzeug dann auf eine Rundstrecke von, weiß ich, mehreren Kilometern im direkten Vergleich sich macht, ob dann wirklich der Fiat auch das schnellere Auto ist. Aber es, wie gesagt, es geht ja eigentlich nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht eigentlich darum zu testen, wie viele Sicherheitsreserven hat so ein Auto. Jetzt hier in der Autobahnfahrt finde ich den Mercedes auch vom Fahrwerk her ruhiger abgestimmt, vom Federungskomfort her. Das ist alles mehr auf Komfort ausgelegt, wo der Fiat halt dann eben auf der Vorderachse etwas strammer unterwegs ist. Von der Geräuschkulisse, ja, da sprechen die Zahlen ganz klar für sich. In der Fahrt ist der Fiat tatsächlich ein Quäntchen leiser wie der Mercedes-Benz, weil ich jetzt so beim Rangieren gar nicht vermuten würde. Da würde ich eigentlich sagen, oh, der Mercedes muss leiser sein. Aber im Regelfall rangiere ich ja nicht den ganzen Tag mit dem Auto, sondern ich fahre damit auf der Autobahn in den Urlaub. Und da war der Fiat jetzt in der Tat ein paar Dezibel leiser. Der Fiat war hier ruhiger. Das ist aber auch das, was wir festgestellt haben. Vom Fiat 7 zum
Fiat 8 bzw. Fiat 9, dass die Motoren deutlich ruhiger und sanfter laufen. Also Fiat hat da wirklich einen richtigen Schritt nach vorne gemacht und auch in die richtige Richtung. Und somit ist der Fiat hier an der Stelle, was Lautstärke vom Motor her betrifft, absolut auf Augenhöhe mit dem Mercedes-Benz unterwegs. Fahrwerk und Geräuschentwicklung haben wir nun gemeinsam getestet. Um die Assistenzsysteme zu testen, fahren wir mal auf die Autobahn. Ich bin in der Tat ein großer Mercedes-Benz-Fan. Die Systeme, die Mercedes natürlich hier verbaut, die sind schon, ich sage jetzt mal, sehr ausgereift. Die funktionieren genau so wie das, was man auch verspricht. Das tun die perfekt. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass hier an der Stelle, wo das Auto sich jetzt gerade befindet, noch nicht Feierabend sein darf. Was ich mir jetzt wünschen würde, wäre wie bei meinem Pkw, dass das Fahrzeug wirklich aktiv auch die Spur hält und wirklich, ich sag mal, dem Fahrbahnverlauf mit folgt, zumindest auf einer Autobahn, Landstraßen, Serpentinen oder so, klar, für irgendwas brauche ich ein Lenkrad, ein bisschen was möchte ich auch noch machen, wenn ich fahre, aber wenn ich jetzt hier, wie jetzt hier hinter so einem Auslieferungsfahrzeug damit mit 85 hinterher fahre, dann muss ich jetzt nicht unbedingt permanent die Hände am Lenkrad halten. Da sollte das Fahrzeug also auch schon selber es schaffen, dem hinterher zu fahren. Und das tut es nicht. Es läuft jetzt hier dem wieder aus der Spur raus, kommt jetzt an die weiße Linie. Klar, über den Bremseingriff komme ich jetzt wieder zurück in die Spur. Ja, das halt hier, jetzt siehst du wieder, ja, er greift dann quasi ein, bremst Fahrzeug dann auch dementsprechend ab. Man sieht, wie hier im Kombi-Instrument dann auf das Symbol kommt. Achtung, du überführst die Spur, dann wird es dann rot und über die Bremsung zieht das Auto wieder zurück in die Spur. Jetzt, wenn es hier an die Mittellinie kommt, die überfährt er komplett. Ja? Also da ist er dann ein bisschen toleranter. Die weißen durchgezogenen Linien, die sieht er wirklich als Fahrbahnmarkierung, als Begrenzung halt. Und da will er dann nicht drüber. Dann geht er also aktiv auch in die Bremse rein und zieht das Auto wieder rüber. Aber das ist jetzt kein Zustand, wo ich jetzt sage, ja, der fährt alleine, ich kann mich jetzt hier hinsetzen, trinken einen Kaffee oder so. Das ist nicht der Fall. Aber auf jeden Fall ist es für mich ein absoluter Gewinn an Sicherheit, wenn ich mit so einem Auto unterwegs bin. Man ist vielleicht mal ungeachtet, weil man vielleicht irgendwie einen Radiosender einstellt oder weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen halt. So habe ich auch über die Haptik des Lenkrads immer das Signal, wenn jetzt hier irgendwas mit meinem Auto passiert. Ne? Ja, also mit den Fahrassistenzsystemen, mein Fazit dazu, ganz klar, Kaufempfehlung definitiv mit ankreuzen bei der Bestellung eines Neufahrzeuges. Aber nichtsdestotrotz, ein Fahrassistenzsystem übernimmt jetzt keinen Job und man sitzt hier nur noch als Passagier hinterm Lenkrad, gibt ein hier, keine Ahnung, Costa del Sol und ich werde am nächsten Morgen wach und bin dann da, außer vielleicht tanken. Nein, das ist eine absolute Unterstützung für den Fahrer, aber ich muss schon achtsam durch den Straßenverkehr fahren, meinen rückwärtigen Verkehr beobachten. Ich muss mir anschauen, was macht der Vordermann, auch wenn hier ein absoluter Nothalteassistent ist, der wirklich das Fahrzeug bis in den Stillstand hinein herunterbremst, wenn vor mir mal etwas passiert. Das alles entbindet den Fahrer nicht davor, wirklich mit wachem Verstand und offenen Augen im Straßenverkehr aktiv mit teilzunehmen. Weil einer sollte immer 100% aktiv sein. Das ist der Mensch, derjenige, der das Fahrzeug dann fahren darf oder kann. Und alles andere sind Helferlein im Hintergrund als Backup-Lösung und nichts anderes. Deswegen ganz klare Kiste, definitive Kaufentscheidung. Aber hier sind wir immer noch gefragt. Krass, wie der schön geputzte Bildschirm schon nach ein paar Sekunden drauf tappen aussieht. Ja. Okay. Ja, also wir sind mit dem Fiat Ducato 9 jetzt unterwegs, der jetzt hier in einem C-Line teilintegriert verbaut ist. Und ja, kann nur noch mal sagen, geht so während der Fahrt ist der Fiat auch vom Motorengeräusch wirklich erstaunlich leise. Der neue Fiat 9, der läuft wirklich super. Das Fahrzeug hier hat jetzt auch noch verbaut das optionale digitale die digitalen Instrumente halt hier mit dem Fiat Infotainment Paket. Macht für mich auch einen sehr hochwertigen Eindruck. Sieht super aus. Ich kann das auch alles sehr gut ablesen hier. Auch wenn
drauf scheint, wie jetzt hier in dem Fall. Genau, also Fahrassistenzsystem. Ich habe jetzt hier mal die 100 Stundenkilometer angelegt, ja, und ich lasse jetzt hier einfach mal das Lenkrad los und dann gucken wir mal, was er denn so macht. Und siehe da, der greift also wirklich aktiv in die Lenkung ein. Und klar, sagt jetzt, ey, mein Freund, hier, mach mal Hände ans Lenkrad. Ich habe jetzt gerade hier für dich korrigiert. Bist du überhaupt noch da? Aber er lenkt und er bleibt in der Spur drin. Also er folgt wirklich dem Straßenverlauf. Und ich gehe jetzt gleich mal hin. Wir haben, wie gesagt, Tempomat auf 100 eingestellt. Wir lassen mal ein bisschen weiter piepen. Jetzt hat er gemerkt, Achtung, hier stimmt was nicht. Ich habe jetzt den aktiven Lenkautomaten abgeschaltet. Das gibt eine Meldung hier im Kombi-Instrument. Nimm wieder bitte die Hände selber ans Lenkrad. Der hat ja jetzt hier keinen radarbasierten Abstandsregeltempomat, sondern halt einfach nur über die Kamera, die hier oben verbaut ist, erkennt er die Fahrbahnmarkierungen und dazwischen versucht er dann eben das Auto zu halten. Also der hat jetzt nicht wie der Mercedes, der hat ja unten nochmal diesen Radarsensor drin und kamerabasierend. Das sind ja zwei Systeme, die miteinander arbeiten und kommunizieren. Das hat der Fiat eben nicht. Der hat nur die Kamera und kein Abstandsregeltempomat, also kein Radar. Der kann jetzt über die Kamera nicht abschätzen und sagen, ey, jetzt haben wir hier, ich sage mal, keine Ahnung, 50 Meter Mindestabstand erreicht. Jetzt bleibst du mal hier bei 50 Meter Abstand bleibst du stehen und regelst halt dementsprechend die Geschwindigkeit so runter, dass der Sicherheitsabstand oder der eingestellte Abstand auch eingehalten wird. Das fehlt hier einfach. Der Sven Herzog hatte mal in einem Video vor einigen Monaten behauptet, der Fiat ist also für ihn absolut die erste Wahl. Da habe ich damals gedacht, naja, da liegen aber noch Lichtjahre dazwischen. Ich muss sagen, also es ist ganz klar, es ist deutlich enger geworden und die Entscheidung Fiat oder Mercedes ist nicht einfacher geworden. Der Fiat hat einfach aufgeholt. Da muss jetzt jeder Käufer für sich entscheiden, was sind nachher die ausschlaggebenden Punkte. Also recht hat das Sven nicht, aber es geht in die Richtung. Was ich aber tatsächlich noch so jetzt feststelle während der Fahrt, was mir im Mercedes jetzt tatsächlich weniger gefallen hat und ich auch ein bisschen als störend empfand, ist die Verblendung von dem Seitenrollo, also von dem Remise. Die ist bei dem Mercedes auf der Türverkleidung aufgeschraubt und steht hier oben drüber. Zum einen zittert und vibriert die dann immer so ein kleines bisschen und ich sag mal, klar, ich habe hier Armlehnen, die kann ich benutzen bei den Sitzen, die in den Autos verbaut sind. Aber ich kann hier, das ist ja richtig breit, wie so eine kleine Theke, kann ich schön den Arm auflegen und habe hier nicht so eine scharfe Kante. Und bei dem Mercedes ist das eben anders gearbeitet. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal im Vergleich direkt an. Und dadurch wird natürlich das Remise, also das hier, eben nicht geführt und ja, kann dadurch eben vibrieren und wackeln, was es hier eigentlich nicht kann, weil es wird hier halt auch noch von gehalten. Genau, das schauen wir uns jetzt mal im direkten Vergleich beim Mercedes an. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal den großen Wendekreis-Vergleich und gucken, wer hat den geringeren Wendekreis, der Fiat oder der Mercedes. Das ist das, was ich meine, dass das Remise, also das Seitenrollo hier, ne, was ja beide Fahrzeuge haben, ist bei dem Fiat quasi mit der Armlehne, die hier in der Tür eingebaut ist, quasi so auf einer Linie. Ne? Und das ist eben hier nicht der Fall. Das ist vorgeschraubt und das hier, das schwingt dann immer so ein bisschen auf, macht auch bei schlechter Fahrbahn leichte Geräusche. Und ich kann natürlich jetzt, wenn ich drin sitze, dann auch weniger meinen Arm da auflehnen. Gut, okay, wie gesagt, die Sitze haben Armlehnen, die ich runterklappen kann. Muss man auch nicht unbedingt. Ich kann meinen Arm also auch darauf auflegen. Aber das empfand ich eben bei der Probefahrt als ein kleines bisschen störend. Das ist beim Fiat schöner gelöst. Konstruktiv bedingt, ne, weil das eben schon viel höher verbaut ist. Genau. Na, hier sehe ich, das ist eben da viel schöner eingefasst halt und ich kann dann wirklich bequem und liegt eigentlich auf der Original
Fiat-Türverkleidung mit meinem Arm drauf. Das finde ich jetzt hier etwas sauberer gelöst. Okay, Wendekreis. So, da wollen wir mal messen jetzt. Hier mit unserer super Referenzkiste. So, da sind wir dann bei sensationellen 13,30 Meter jetzt hier. Dankeschön. 12,27 Meter. 1,10 Meter weniger Wendekreis der Fiat. 12,27 Meter. Also der Fiat hat tatsächlich einen Wendekreis, der um 1,10 Meter geringer ist. Habe ich aber auch schon gemerkt beim Losfahren, dass der Radius viel enger war, den der Fiat da gezogen hat. Ja, unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viel drin steckt. So, wir haben hier einen Radstand von 4,10 Meter und hier beim Mercedes haben wir einen Radstand von 4,20 Meter. Also 10 cm mehr Radstand, aber 10 cm Radstand und dann 1,10 Meter mehr Wendekreis. Das hätte knapper ausgehen können, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja, Fazit dieses Vergleichstest. Ich sag mal, knapper kann es einfach nicht sein. Wir hatten insgesamt ja 4 Punkte zu vergeben. Der erste Punkt für den Fahrkomfort würde ich ganz klar an den Mercedes-Benz vergeben. Bei den Geräuschemissionen hat die Messung ganz klar ergeben, aber auch nachher das subjektive Empfinden während der Fahrt auf der Autobahn, dass der Fiat, wenn er fährt und nicht unter Belastung steht, also ganz normal mit beispielsweise 100 Stundenkilometer daherrollt, dass der Fiat dann doch nochmal eine ganze Ecke ruhiger ist wie der Mercedes-Benz. Beim Thema Fahrassistenzsysteme ist es auch schwierig. Der Spurhalteassistent des Fiats arbeitet für mich wesentlich harmonischer und ruhiger und bringt nicht so eine enorme Unruhe ins Fahrzeug wie das System, welches Mercedes-Benz verbaut hat. Leider verfügt der Fiat nicht über einen aktiven Abstandsregeltempomat und das ist für mich ein absoluter Sicherheitsgewinn und auch Komfortgewinn. Deshalb muss man sagen, das Fahrassistenzsystem ist bei Mercedes-Benz aufgrund des Vorhandenseins des aktiven Abstandsregeltempomat das rundere System und hier geht für mich der Punkt an den Mercedes-Benz. Damit steht das Ganze dann schon 2:1. Beim Wendekreis muss man ganz klar sagen, hier war das Empfinden, aber auch das Messen mit 1,10 Meter Unterschied ganz klar für den Fiat. Der Fiat, obwohl das gleiche Antriebskonzept verbaut ist, hat einen Wendekreis von sage und schreibe 12,27 Meter gegenüber 13,30 Meter im Mercedes-Benz. Hier konnte der Fiat sich einen zweiten Pluspunkt sammeln und somit haben wir ein sehr knappes Ergebnis, nämlich 2:2. Von daher, die Entscheidung wird nicht einfacher. Auch dieser Vergleichstest zeigt einfach, wie sehr auf Augenhöhe mittlerweile Mercedes Sprinter und der neue Fiat Ducato 9 unterwegs sind. Moment mal. Bremsen. Mensch, Bremsen könnten wir auch noch testen, oder? Na klar, das interessiert uns doch total. Bremsen, das machen wir jetzt. Zack. Bremsen. Bremsen fangen wir jetzt einfach mal mit dem Fiat Ducato fangen wir an.
Was werden wir machen? Wir werden mit kalten Bremsen loslegen, werden die Fahrzeuge von 0 auf 50 beschleunigen, von 50 dann auf 0 herunterbremsen, also bis in den Stillstand rein und werden dieses Maß nehmen. Danach werden wir 10 weitere Beschleunigungen auf 50 sowie auch Abbremsungen auf 0 vornehmen und die 10. Bremsung wird dann wieder gemessen und wir schauen mal, wie die Messung sich zwischen dem ersten Bremsversuch bei der kalten Bremsanlage bis zu der 10. Bremsung verändert hat. Wenn die Bremse dazwischen irgendwelche Besonderheiten hat, werden wir natürlich dann noch mal zwischendurch darüber berichten. Aber wir schauen jetzt einfach mal, bleibt die Bremse konstant oder verändert der Bremsweg sich. Und da fangen wir jetzt mit dem Fiat mal an. So, jetzt bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen. Erste Bremsung kalt, Fiat Ducato. Mal schauen, was er hier so vorlegt. Und da würde ich sagen, nehmen wir mal Bandmaß, legen das hier drunter. 12,50 Meter exakt. Ich muss sagen, der hat echt ordentlich verzögert hier. Man sieht auch hier so ein bisschen, wie die Reifen sich hier verewigt haben auf dem Asphalt. ABS hat super geil geregelt, also das war jetzt überhaupt gar kein Thema. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt werden wir das Ganze noch mal 9 Mal wiederholen, sodass die Bremse ordentlich warm wird. Und beim 10. Mal die Bremsung, die werden wir auch noch mal mit der Kamera festhalten. Und da schaue ich mal oder schauen wir mal, wo wir denn dann auskommen. Puh, mein lieber Schwan. Also das waren jetzt mal anständige 10 Bremsungen. Der ist von der Bremse nicht schlechter geworden, also dass er in die Knie gegangen ist oder so. Also man sieht hier direkt, der Bremsweg ist eher kürzer geworden. Wir sind jetzt hier bei gut 12,20 Meter, 12,30 Meter. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Mercedes-Benz so macht. Fühlte und sieht kürzer aus. Ja, ich würde sagen gut 12,15 Meter, 12,20 Meter, eher 12,15 Meter. Okay, dann bremsen wir jetzt mal die Bremse schön heiß. 10 Bremsungen von 50 auf 0 runter und der Bremsweg bleibt absolut konstant. Heißt also, die Bremse ist wirklich auch unter höchster Beanspruchung, ist hier absolut standfest und zeigt hier keine Schwäche. Gott sei Dank ist mir das mit dem Bremsentest jetzt so noch mal schnell eingefallen, aber auch eine ganz wichtige Information. Ganz klar, der Bremsentest geht auch, wenn knapp, mit 30 cm kürzeren Bremsweg an den Mercedes-Benz, wobei 30 cm können bei einer Vollbremsung tatsächlich absolut entscheidend sein. Alles andere haben wir schon geklärt und von daher schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Sollte Ihnen der Beitrag gefallen haben, würde ich mir über ein Like sehr freuen und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Weitere Informationen zu diesem oder zu anderen Projekten, die wir haben, unter www.carthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marienkarawane. Und vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen unter WuMu Scout. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Marien.